Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so bringt für das Kollektiv. Okay, die Sorgfalt ist gefragt. Das Vergnügen, das Wunder und die Wahrheit. Bei dieser Legung ist es ja so, dass wir nur die Karten nehmen, die drei eigentlich, da die vierte jetzt mitgefallen ist, nehmen wir sie. Wir gucken praktisch hier, was ist der Ausgangspunkt, wie kann man es erreichen und wo landen wir dann. Ja, das mit dem Brachland, das kennt man ja aus der Landwirtschaft. Da lässt man so Felder mal brach liegen, um den Boden wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit er wieder gute Ernte bringt. Das erfordert immer so ein bisschen auch die Geduld und das Warten. Aber anschließend wird eben der Ertrag dann sehr viel reicher sein. Und die Botschaft der Karte ist, dass es angebracht ist, im Moment geduldig zu sein, Schritte zu machen, die man genau anguckt. Zu wissen, dass je sorgfältiger man jetzt ist, desto mehr Ernte in der Zukunft kommen wird. Zu planen, jeden Schritt konsequent und voller Sorgfalt umsetzen. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier dann in den kommenden Jahren die bemerkenswertesten Ergebnisse. Hier ist es nicht an der Zeit, jetzt das, ich sag mal, das schnelle Geld zu machen, die schnelle Mark oder so, sondern es ist eine durchdachte Sache, eine geplante Sache. Man putzt, man räumt auf, man entrümpelt. Man darf überlegen, mit was man seine Zeit verbringt. Auch kritisch entscheiden, mit wem man sie teilt. Und man darf auch Sachen oder Beziehungen hinter sich lassen, die einfach unnütz sind, die nichts mehr einbringen oder die auch nicht förderlich sind. Dann kommen wir hier bei der üppigen Wiese raus mit dem Thema Vergnügen. Und hier ist es tatsächlich so, wir haben hier die Felder, hier die Wiesen, vielleicht auch so ein bisschen Hinweis auf Erdung, Rückzug. Und die Karte sagt, dass wir das Leben auskosten sollen, ne? Dass wir jedes Detail davon lieben, dass wir Vergnügen finden, dass wir entschleunigen, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass wir wahrnehmen. Fängt zum Beispiel schon beim bewussten Essen an, ne? Wie schmecken die Dinge? Wann isst du die? Isst du sie im Vorbeilaufen? Oder das Bewusste ist einfach wichtig, ne? Weiß noch jemand, wie eine Rose riecht? Und es geht auch ein bisschen darum, im Hier und Jetzt zu bleiben, im Moment zu schwelgen. Wir könnten das Wort Vergnügen zu unserem Losungswort machen, für alle Bereiche in unserem Leben. Und es ähnelt sich ein bisschen, denn hier ist einfach das Weniger, das, was uns mehr bringt. So wie wir hier uns die Zeit nehmen und ein Brachland erschaffen oder einfach so mal in Ruhe lassen, damit es sich regenerieren kann, ist es hier auch. Ne? Wenn wir Produktivität, Genuss und sowas alles in einer Qualität haben, die uns vielleicht entschleunigt oder reduziert, haben wir viel mehr davon und die Lebensenergie fließt besser in alle Bereiche. Also der Ausgangspunkt, wie kriegen wir das hin, dann kommen wir hier raus. Da haben wir den doppelten Regenbogen mit dem Wunder. Der Regenbogen an sich ist ja schon an sich ein Symbol für die Hoffnung. Und da er hier zweimal drauf ist,
haben wir hier den zweifachen Segen, der uns erwartet. Und das ist so ein Ankommen. Ne? Das sind die Stürme der Vergangenheit vorüber. Man kann Träume wahr werden lassen. Man hat etwas geschafft. Und was auch immer geschehen ist, ist einfach die Aussage, dass die Zukunft Wunder und wunderbare Momente bereithält. Hier hat man ein gutes Geschick, man ist im Vertrauen, man glaubt daran, dass das Universum gütig ist. Man tut etwas für sich, man investiert in sich, in seine Vitalität, in seine Karriere, in seine Beziehungen. Und so werden sich immer mehr Segnungen ausbreiten. Und man fühlt sich so, als sei man eben der Gewinner von etwas. Mit dem Lied des Windes ist vielleicht auch uns zu sagen, dass wir hier mal ein bisschen mehr die Wahrheit erkennen sollen hinter dem ganzen Lebenskonstrukt. Der Wind steht natürlich auch für das Element Luft, für den Sauerstoff, den wir einatmen und für die Kommunikation und für die Lebensenergie. Und es geht darum, aufrichtig zu sein, zu sich selbst und zu anderen, die Wahrheit auszusprechen, die eigene Wahrheit zu entdecken, auch hinzugucken, wo ist etwas nicht authentisch an mir, an den anderen. Und die Herausforderung ist einfach auch zu erkennen, was ist denn die Wahrheit? Manchmal braucht es da absolute Stille, dass man die Stimme der inneren Wahrheit auch wieder vernehmen kann. Aber wenn man an diesem Punkt mal ist, an den man vielleicht auch nicht mehr geglaubt hat, aber der sich so eingestellt hat, dann kann man wirklich sich selbst sein, zu sich stehen, authentisch sein. Man hat so nicht mehr dieses Gefühl, dass man die Wahrheit sortieren müsste oder ja, man muss irgendwo dazuhalten, obwohl man sich nicht dazugehörig fühlt. Das ist eigentlich auch eine große Sache, ein großes Wunder an sich. Ne? Wo hat man noch Masken auf oder wo versucht man auch etwas zu manipulieren, das jetzt gar nicht unserer Wahrheit entspricht, aber eben ein konfliktfreies Weitermachen ermöglicht. Okay, nehmen wir noch ein Vögelchen. Dann lassen wir das für heute so stehen. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte, lerne immer wieder neue Dinge, behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.